Weil es ist nicht verkehrt, unsicher zu sein. Es ist nicht schlimm, unsicher zu sein. Es ist schlimm, vor der Unsicherheit wegzugehen oder die Unsicherheit wegschieben zu wollen oder ein anderes Gefühl zu ersetzen zu wollen, zum Beispiel Aggressivität oder Angriff. Ich gehe jetzt in den Angriff, weil ich mich unsicher fühle. Das sind so die normalen Fluchtmechanismen eigentlich vom Mind. Aber wenn wir innehalten und die Unsicherheit fühlen, wirklich diese Körperempfindung fühlen, ist es wie so eine Selbstliebe. Also wir gehen eigentlich zu uns, weil dieses Gefühl von Unsicherheit braucht eigentlich unsere Aufmerksamkeit. Und das schlechte Gewissen eigentlich bei einer Unsicherheit oder dieses Falschfühlen, das sind so diese Ersatzgefühle, die es schwierig machen. Die Unsicherheit an sich ist einfach ein Zittern und eine Unruhe im Körper. Und wenn wir die wie so da lassen und vielleicht auch leicht bewegen, also ruhig mal die durchschütteln dann oder die Unruhe vielleicht merken im Gesicht oder das, was sich zusammenzieht, wird das sehr, sehr schnell eigentlich kleiner. Es wird wie ruhiger. Und das ist das. Eigentlich bereitet der Körper und der Mind sich auf eine schwierigere Situation vor. Es wird wie so, der ganze Körper wird eigentlich wie warm gemacht durch diese Unruhe und Unsicherheit, bis er schlussendlich in seine Kraft kommt. Und auch so in seine Wachheit. Ne? Ja, es macht wacher. Ne? Unsicherheit macht wahnsinnig wach. Und weil es ja eine Situation, aus der man jetzt dann wie irgendwie rausschiffen oder einen intelligenten Weg vielleicht finden möchte, da rauszukommen. Und dafür braucht es diese Vorbereitung vom Körper. Genau. Und wenn man das eigentlich so sieht, ne, dass so Unsicherheit eigentlich wie eine Vorbereitung ist, es ist eine Vorbereitung auf einen Test, es ist Vorbereitung auf was Sportliches oder auf was, auf eine neue Begegnung mit Menschen oder eine schwierige Begegnung. Es ist einfach eine Vorbereitung. Dann wird es viel liebevoller. Also man lässt den Körper wie so machen. Der darf unsicher sein, der darf unruhig sein und mit dem Gefühl, das offenbart eigentlich dann die Kraft und Stärke, die wir brauchen für die Situation. Und selbst in einer Extremsituation ist es intelligenter, diese Unsicherheit zu fühlen, als sofort was zu tun. Sich manchmal diese Sekunde zu nehmen und wirklich zu fühlen, ich bin total unsicher und ich zittere oder ich weiß gar nicht, was tun. Und das zu spüren. Und plötzlich kommt der Impuls, jetzt weiß ich, was zu tun ist oder ich versuche jetzt mal in die Richtung zu gehen oder das zu machen. Ist auf jeden Fall intelligenter als alles andere. Ja? Als wegzugehen oder... Da ist eine große Intelligenz eigentlich in dem Gefühl von der Unsicherheit drin. Und das offenbart sich aber erst, wenn wir es tatsächlich wahrnehmen und fühlen und wie nicht von weggehen wollen. Ne? Und dann kommt dieser Impuls, oh nein, jetzt muss ich rennen oder jetzt muss ich alle Kraft aufbieten, um das zu machen oder jetzt muss ich wirklich ehrlich sein, jetzt muss ich wirklich wahrhaft reden. Das kommt eigentlich alles aus dieser Unsicherheit und Ängstlichkeit, wenn man die zulässt. Und das fängt alles mit diesem kleinen Step an. Nicht sofort in die Gedanken gehen, in die Flucht gehen oder in den Angriff gehen, sondern diese Unruhe tatsächlich im Körper wahrzunehmen, diese Körperempfindung von Unruhe wahrzunehmen. Und dann könnt ihr euch wie daran erinnern an das, was wir gesagt haben. Der Körper bereitet sich vor. Der Körper bereitet sich vor. Dann lass ihn vorbereiten. Ja, wie so in den Kampf zu gehen. Ja, das ist wir haben das alle total verlernt, weil wir wollen alle cool sein. Ne? Weil wir gar nicht kämpfen können. Wer hat schon gelernt, wirklich zu kämpfen? Ja, das auch. Ne? Dass wir solche Gefühle dann die sind so negativiert in der Gesellschaft. Ja, wir müssen doch alles im Griff haben, wir müssen cool sein, wir müssen das schaffen. Und diese natürliche Ängstlichkeit oder Unsicherheit, die versuchen wir uns die ganze Zeit abzutrainieren, statt einfach zu sehen, dass das vielleicht auch wichtig ist, dass die da ist. Weil sie uns, wie ich erst schon gesagt habe, ist wie intelligenter, wenn wir da drauf gucken,
als wenn wir versuchen, cool zu sein und das im Griff zu kriegen, machen wir das Ganze viel starrer und schwieriger und problembehafteter und oder setzen uns gar nicht mehr solchen Situationen aus und machen damit unser Leben immer kleiner und enger. Mir fällt da ein noch die Geschichte von Mike Tyson, der mal gesagt hat, vor jedem Kampf hat er riesen Angst gehabt. Er hat wahnsinnige Angst gehabt. Mike Tyson ist ein Schwergewichtsboxer, Weltmeister. Und der hat vor jedem Kampf hat er wahnsinns Angst gehabt und Fluchtgedanken auch. Also er wollte wirklich flüchten. Und er hat einfach wie gelernt, diese Angst auszuhalten vor dem Kampf und hat das eigentlich auch als Vorbereitung gesehen. Und er hat gesagt, das war ein längerer Prozess gewesen, wo sein Körper und sein Mind eigentlich wie so gebraucht hat und die Trainer haben ihn dann immer beschwichtigt und so. Aber sobald er in den Ring gegangen ist, war plötzlich alles weg. Da war nur noch, er wird gewinnen. Also war eine absolute Sicherheit da. Und die Sicherheit ist nur gekommen, weil er die Fähigkeit hatte, diese Unsicherheit und Angst, die ja auch normal ist, wenn man so in den Kampf geht oder in den Ring geht, dass er es erkannt hat, dass er die halt einfach hat. Andere gehen da ganz cool rein, haben aber vielleicht dann im Kampf die Unsicherheit und er ist halt hat die Unsicherheit vorher gehabt. Das ist sicher nicht angenehm gewesen, aber sobald er eigentlich diesen Step dann gemacht hat, das zu fühlen und dann in den Ring zu gehen, war es wie weggeblasen und er hat diese absolute Sicherheit gehabt. Und dazu laden wir eigentlich ein, diese Unsicherheit mit ins Leben zu nehmen, wirklich zu fühlen und dann zu leben und schauen, wie sich das verwandelt, was plötzlich für eine Sicherheit auch kommt. Aber nur mit der Unsicherheit. Und deshalb ist die Unsicherheit eigentlich ein ganz wichtiger Step, wenn wir Sicherheit erleben wollen. Weil es gibt keine Sicherheit ohne diese Unsicherheit. Das geht wie so miteinander. Und wenn wir die Unsicherheit weghaben wollen, haben wir halt auch ganz viel von dieser Sicherheit nehmen wir weg. Also es ist ein Gefühl, das wir nicht verbannen sollten aus dem Leben, sondern schätzen lernen auch. Ja? Also wirklich auch wahrnehmen. Und, ja. Also schätzen lernen als, jetzt bereiten wir uns vor. Wir bereiten uns vor, dann müssen wir uns aufs Leben, auf den Kampf des Lebens. Auf das Leben oder das, was tatsächlich kommt in dir. Und probiert es aus, wenn es euch hilft, schreibt uns gerne, auch in die Kommentare. Wir freuen uns über alles und über eure Erfahrungen. Ja. Ganz schöne Zeit. Tschüss.